Was macht ein Team aus? Diese beiden wissen es. Pro-Team-Coach Susanne Berthold-Neumann und U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz. Jetzt im Talk. Entscheidend ist auf dem Platz. Das ist eine alte, gute deutsche Fußballweisheit. Aber entscheidend ist auch, wer auf dem Platz steht. Deshalb reden wir heute über Talente, sind in der Brita Arena in Wiesbaden und haben zwei Coaches da, die sich mit Talentförderung intensiv auseinandersetzen. Nämlich Susanne Berthold-Neumann, bei Lufthansa zuständig für das Pro-Team-Trainee-Programm über die Lufthansa Group hinweg. Also das Suchen nach jungen Talenten, die die Lufthansa im großen Konzern weiter voranbringen. Und Stefan Kuntz ist da, Nationaltrainer der U21-Nationalmannschaft. 449 Bundesligaspieler, Pokalsieger, Deutscher Meister, Europameister, eine Menge Erfolge. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ja, Talente zu finden, gar nicht so einfach. Wie findet man sie? Man muss sich immer fragen, Talent für was? Wir suchen ja ganz viele verschiedene Positionen zu besetzen und da muss man sich fragen, für was soll denn jemand ein Talent mitbringen? Und das kann alles Mögliche sein. Also wenn man jetzt an den reibungslosen Flugverkehr denkt zum Beispiel, dann brauchen wir dort Leute, die besonders gut im Kundenkontakt sind und da vielleicht sich ganz besonders hervortun. Wir brauchen aber auch, wenn wir an die Zukunft denken, Leute, die vielleicht mal mit neuen Ideen und mit kreativen neuen Ansätzen um die Ecke kommen und vielleicht sogar das System in Frage stellen. Und von daher ist es schwer zu beantworten und wir suchen, glaube ich, auch eher nicht das, was im Moment vorhanden ist, sondern wir gucken auf das Potenzial, was jemand bringt. Und da würde ich den Talentebegriff dann festmachen, dass jemand Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln und auf die kommenden Anforderungen, auf die wir uns einstellen müssen, technologisch, gesellschaftlich, dann zu reagieren und gute Antworten zu finden. Also ziemlich breit gefächertes Anforderungsspektrum. Ja. Wie ist es beim Fußball, Stefan Kuntz? Wie finden Sie eigentlich gute Talente, wenn man früh anfangen will, sie dann auch zu fördern? Es ist im Fußball, ich sage jetzt mal, relativ einfach, weil der DFB hat flächendeckend die Stützpunkte. Das heißt, sobald ein Junge in einem Verein, auch mag er noch so klein sein, auf sich aufmerksam macht, wird er von dem dortigen Stützpunkt sicherlich entdeckt. Dann kann er zu diesem Stützpunkttraining kommen. Das ist eine zusätzliche Einheit, parallel zum Vereinstraining. Und automatisch ist das schon mal bei einem DFB-Trainer, der dann auch das beurteilen kann. Und da haben wir sie eigentlich relativ früh am Wickel und können dann sie begleiten und ihn dann dementsprechend relativ neutral, weil wir sind ja keine Konkurrenz zum Verein, sondern ein Zusatz, können wir sie relativ neutral begleiten und dann immer beobachten. Susanne, bei Lufthansa, wie ist es da? Die Talente, kommen die auch automatisch und klopfen bei dir an die Tür und sagen, Lufthansa, das ist mein Arbeitgeber und ich bin ein Talent? Also ich glaube, wir haben immer noch eine sehr hohe Attraktivität am Markt. Wir sehen das ja auch immer im Arbeitgeber-Ranking, wo wir da gerade stehen. Da sind wir noch recht gut aufgestellt. Aber wir merken natürlich auch, dass es schwieriger wird. Und das sind nicht nur die üblichen Player, die Automobilkonzerne, Banken, Versicherungen, Unternehmensberatungen, sondern zunehmend auch die Start-ups. Aber ich glaube, wir haben mit unserem Produkt, das Fliegen, immer noch ein sehr schönes, sehr attraktives Produkt, was gerade bei jungen Leuten sehr gut ankommt. Und ich glaube, man merkt auch, dass ein Großteil der Mitarbeiter wirklich sehr stolz darauf ist, bei dieser Firma zu arbeiten. Aber wir haben auch ein System, wo wir Talente kennenlernen und identifizieren. Das sind die, die von selber zu uns kommen. Das sind zum einen Schülerpraktikanten, die wir versuchen, für uns zu begeistern. Aber interessant wird es dann im Studium, wenn Praktikanten zu uns kommen. Und besonders gute Praktikanten können von den Abteilungsleitern oder von den Betreuern nominiert werden für den Talent Hub. Und unser Ziel ist es tatsächlich nur, die 10–15% Besten dort zu nominieren. Was machen die denn aus? Die 10–15%? Oder was macht die aus? In der jeweiligen Arbeitssituation, in der er sich befindet, die ist ja sehr unterschiedlich in den Abteilungen, hat er gezeigt, dass er sehr verantwortungsvoll, sehr gut, sehr schnell, mit tollen Arbeitsergebnissen, mit einer sehr guten Einbindung ins Team sich gezeigt hat. Und der wird dann nominiert für den Talent Hub. Und in diesem Jahr werde ich das erste Mal auch aus dem Talent Hub für Pro-Team versuchen zu rekrutieren. Also so, dass es ein bisschen nach oben gespült wird.
Und wir haben Studierende, die sich im Bachelor bei uns als sehr gut gezeigt haben, wo wir sagen, die sind förderungswürdig, die dürfen dann auch noch den Master machen, zum Beispiel bei der Lufthansa Technik oder bei unseren Luftverkehrskaufleuten. Ab welchem Alter werden die interessant für euch? Was ist für euch noch ein Talent? Das ist nicht vom Alter abhängig, sondern ich glaube, dass es so Lebensphasen gibt, wo jemand eben vielleicht sich nicht so zeigt, weil er vielleicht gerade eine Familie gegründet hat oder Ähnliches. Und dann kann das auch später noch passieren. Das heißt, Spotlight on Talent zum Beispiel ist nicht an irgendein Alter gebunden, sondern an die Leistung, die jemand erbracht hat. Und damit wollen wir ihn sichtbar machen. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, wo jemand sich zeigt, dass wir sagen, wir bieten dort zum Beispiel Führen in Teilzeit an, dass wir Leuten, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die in Teilzeit arbeiten, die Möglichkeit geben, in Teilzeit auch zu führen. Ich kann mir vorstellen, dass beide Marken, also die Lufthansa und der DFB, die Nationalmannschaft, glauben von sich, dass sie Strahlmarken sind und Menschen anziehen. Aber man liest ja immer wieder, dass die Generation sich verändert in dem, was sie bereit ist zu tun, in dem, wie sie sich bereit ist zu engagieren, weil sie es manchmal auch ein bisschen gemütlicher haben will. Work-Life-Balance, ein viel wichtigeres Thema heute als damals. Merken Sie das beide? Also ich merke das sehr. Auf der einen Seite, ich muss da vielleicht ein bisschen anders anfangen. Also das, was man der Jugend so zuschreibt, dass sie eben Work-Life-Balance haben wollen, aber auch so ein bisschen in Richtung, die wollen ja nur Spaß haben und die wollen es bequem haben, das erlebe ich nicht so, sondern ich erlebe die jungen Leute als sehr nachdenklich, sehr verantwortungsbewusst. Die denken über viele Dinge ganz anders nach, als das früher der Fall war. Und die überlegen sehr genau, was sie mit sich und ihrem Leben anfangen. Und die suchen auch Verantwortung. Die wollen Verantwortung für sich übernehmen oder auch für ihre Familie sogar schon. Und ich erlebe die auch als sehr leistungswillig. Aber eben nicht mehr um jeden Preis. Und das war früher vielleicht anders. Nicht mehr um jeden Preis, das ist das, was man denen heute vielleicht als Arroganz auslegt oder als nicht leistungswillig. Ich erlebe das nicht so. Im Gegenteil, ich muss manchmal schon sehr aufpassen, dass die nicht zu viel machen, wenn sie etwas gefunden haben, was ihnen Spaß macht. Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt, wenn sie etwas tun sollen, wovon sie nicht überzeugt sind, dann ist auch der Wille nicht unbedingt da, sich so zu engagieren. Die gleichen Erfahrungen machen wir auch. Wenn man den jungen Leuten zuhört, und das tue ich in der Regel ganz besonders bei Bewerbertagen, da haben wir jedes Jahr 3 Tage, wo wir Leute einladen, die in die letzte Runde gekommen sind. Und wir waren letztes Jahr beispielsweise mit dem Pro-Team im Silicon Valley und ich stand mit stolz geschwellter Brust da und wartete, dass mich die jungen Leute danach fragen. Das Thema, was 3 Tage von 3 unterschiedlichen Gruppen am meisten nachgefragt wurde, waren unsere sozialen Projekte, die wir anbieten. Das ist etwas, was für die jungen Leute extrem wichtig geworden ist. Wir haben ja so eingeführt, die U21 hilft und die U21 kommt. Das heißt, wir gehen zu kleinen Vereinen hin und beschäftigen uns dort mit den Jugendlichen. Oder wir gehen zu karitativen oder sozialen Einrichtungen. Und vom Anfang, wo wir eigentlich noch 2, 3 bestimmen mussten, die mitgehen, wollen alle Spieler jetzt mitgehen. Und das war egal, ob nach Jerusalem, nach Auschwitz, oder jetzt auf die Kinderkrebsstation. Also da kann ich dich bestätigen, wenn du sagst, die haben schon eine Sucht danach, das auch mal so richtig kennenzulernen, diese Neugierde. Was bei euch wahrscheinlich mehr ein Thema ist als bei euch ist, wie hält man dann die guten Leute, wenn sie mal da sind? Das hat was mit Erwartungsmanagement zu tun. Das heißt, wenn wir denen am Anfang Dinge versprechen, die wir nachher nicht halten können, dann sind die schneller weg, als wir gucken können. Das merken die sehr schnell und wir haben nicht mehr die Bindung, so wie früher einmal Miele, immer Miele. Das ist bei uns nicht mehr der Fall. Wenn denen das nicht mehr gefällt, dann sind die weg. Wir müssen verstehen, was jemanden bei uns hält und was jemanden wegtreibt. Und ich glaube, es ist relativ einfach, sich hinzusetzen und einfach mal miteinander zu reden. Und wir haben das gerade jetzt vor 2 Wochen getan. Da haben wir uns mit alten Pro-Team-Generationen getroffen, die so vor 7 bis 10 Jahren fertig geworden sind. Und wir haben von allen Seiten eine riesen Wertschätzung dafür erfahren. Und einer hat wortwörtlich gesagt, endlich fragt uns mal jemand. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel zum Erfolg, die zu halten und dann entsprechende Angebote zu machen. Kann ich komplett bestätigen.
Wir reden ja auch über Werte beim DFB. Was muss zum Beispiel oder was sollte ein deutscher Nationalspieler für Werte haben? Wir haben dann uns mal Gedanken gemacht, was könnte dann noch den Unterschied machen, wenn man gegen einen gleich starken oder sogar einen stärkeren Gegner kommt? Das haben wir erstmal beim DFB ausgearbeitet und vor der EM habe ich für mich so nachgedacht, weil ich glaube, wirst du vielleicht bestätigen können, Leidenschaft, das ist für mich was anderes als für meinen Spieler oder wie für meinen Spieler. Also habe ich gedacht, okay, wenn wir schon über Werte sprechen, dann müssen wir auch mal drüber reden, sehen die denn für dich genauso aus? Ja. Und total interessanterweise, wir haben das relativ einfach gemacht, weil ich wollte nicht den Begriff Leidenschaft erklärt haben, sondern ich habe einen Spieler gefragt, wie sieht bei dir Leidenschaft bei deinem Mitspieler aus? Ganz konkret. Und sie mussten Bilder, Szenen, Verhaltensweisen aufzählen, sodass diese Worthülse Leidenschaft oder welcher Wert auch immer, dass der gefüllt wurde, aber mit deren Ansicht auf diesen Wert. Das hat unwahrscheinlich viel gebracht und wir haben sogar dann nachher noch zusammen einen anderen Punkt aufgezeichnet, der bei diesen knappen Verhältnissen vielleicht einen Ausschlag geben kann. Und das war für meine Jungs Zusammenhalt. Automatisch haben wir uns natürlich so eingebracht und haben dann bei jedem Wert und bei jedem Unterschied auch gefragt, was ist denn dann die Rolle des Trainers? Sind wir mit dabei? Ja, das war von Anfang an klar, wir sind Teil des Teams. Aber was ist Leidenschaft beim Trainer? Was ist Zusammenhalt bei einem Trainer? Wie seht ihr das? Und dadurch konnte man einen Rahmen schaffen, wo du brauchst keinen Strafenkatalog und du brauchst keine Regeln mehr, weil die hat man selber aufgestellt. Ja. Und das Zweite, was super geholfen hat, war so eine Selbsteinschätzungsbogen. Das ist schon mal lustig, weil du kreuzt ja dann auch bei dem Junge was an, wie der sich einschätzt und siehst dann nachher, wie er sich einschätzt. Und da hast du schon mal eine richtig gute Grundlage für ein Feedback-Gespräch. Und es ist dann so, wie du sagst, die haben den Eindruck, da beschäftigt sich jemand mit mir. Ja. Und das führt zu einer Entwicklung. Und ich glaube, dass bei uns, du hast recht, Bindung endet bei uns ab einem gewissen Jahrgang. Da darfst du halt nicht mehr für die U21 spielen, aber letztendlich ist ja dieses Spielen für Deutschland wichtig. Ich glaube, dass das ein nicht zu unterschätzendes Puzzlestück von unserer Europameisterschaft war. Jetzt haben wir ja relativ viel über Talente gesprochen. Ich würde ganz gerne noch mal über das Zusammenspiel von Talenten mit dem restlichen Team sprechen, weil ehrlich gesagt, wo wir beim Fußballthema sind, im Team spielen ist, glaube ich, bei allen wichtig. Beim Fußball sowieso, in der Firma auch. Wie sehr muss ein Talent eigentlich zusammen harmonieren können mit anderen, weil nicht jeder ist das Supertalent. Es gibt vielleicht auch nur das B-Talent, es gibt die Älteren, es gibt die Jüngeren. Wie kann man das zusammenbringen, dass das Talent auch im Team gut funktioniert? Weil ein Einzelspieler allein, fangen wir beim Fußballer an, bringt ja gar nichts. Das ist richtig. Also wenn man jetzt zu einer EM fährt, dann hat die Kaderzusammenstellung, das ist natürlich dann das A und O. Unabhängig jetzt davon, dass primär unsere Aufgabe ist, natürlich A-Nationalspieler auszubilden und deswegen auch Jogi Löw erstmal sagen kann, wenn er alles aus dem Talentepool haben möchte, spielt aber dann, wie du sagst, nicht nur das Können eine Rolle, sondern eben auch diese Teamfähigkeit, weil letztendlich bei uns ist es halt extremst auch am Team orientiert. Vor allem, wenn dann dieses Team nachher auch noch sagt, Zusammenhalt, das ist ein ausschlaggebender Punkt. Dann schaut man natürlich ein bisschen, dass vielleicht sogar der bessere Fußballer nicht mitkommt, weil die Teamfähigkeit von einem, der ein bisschen schwächer ist, wesentlich höher ist und wir dann den Effekt dort sehen. Und dadurch, dass sie bei uns auf einem neutralen Platz sind, fordern wir sie auch auf, was anderes auszuprobieren. Wenn jemand ein ruhiger ist, wir machen aus dem stillen Wasser kein Sprudelwasser, ist schon klar. Aber wenn jetzt ein junger Spieler sich mal ein bisschen ausprobieren will und will mal Kommandos geben, dann wissen wir selber im Verein, dann sagt der Ältere oder der Kapitän, sagt, hast du einen Clown gefrühstückt oder irgend sowas und das hört wieder auf. Und bei uns können sich dann noch mal so ausprobieren. Also das sind schon so viele Sachen, wo du dann auch merkst, wie ein Team daran wächst. Weil die haben ja nicht so richtig Vorurteile, da ist nichts Festgefahrenes, sondern die merken dann, guck mal, der andere, der war vor 4 Wochen viel ruhiger. Ich bin vielleicht derjenige, der zu laut ist, mache ich es mal entgegengesetzt. Also dieses Animieren, dieses so ein bisschen Spiegeln, das bringt dann bei uns auch so dann diesen Zusammenhalt und diesen Teamgedanken. Wie ist es bei dir? Der Leitwolf, das Talent, der Leader, der Könner, aber der schweigsam ist vielleicht. Wie bringt man die zusammen, dass es gemeinsam funktioniert? Also im Pro-Team ist es extrem, weil wir Diversität wollen. Also wir suchen nicht 10 BWLer, das war mal, das tun wir nicht mehr. Wir wissen heute aus der Forschung und aus vielen Veröffentlichungen, dass gemischte Teams, diverse Teams die besten Ergebnisse bringen.
Und einer der Pro-Teamler sagte letzte Woche noch zu mir, das ist ganz interessant, ich habe viele langjährige alte Freunde, aber ich glaube, niemand kennt mich so gut wie meine Pro-Team-Kollegen, weil wir so intensiv und so viel und so offen und ehrlich zusammengearbeitet haben. Und das Ganze mündet dann nahezu am Ende des Programms in einer Woche Klosteraufenthalt, wo die Gruppe zusammen sich wirklich noch mal ganz intensiv kennenlernt und Feedback gibt und Charaktereigenschaften diskutiert und so weiter. Und das ist extrem wertvoll, ist eines der wertvollsten Elemente, diese eine Woche Kloster. Frage an zwei Coaches, die mit jungen Leuten zu tun haben. Wie geduldig muss man eigentlich sein? Seid ihr geduldig? Lasst ihr viel durchgehen? Oder sagt ihr, irgendwann verliere ich auch die Geduld und dann ist ein Talent einfach raus? Durch dieses, wie wollen wir zusammenarbeiten? Und wenn die Spieler das Gefühl haben, dass sie da mitbestimmen können, dann ist ja schon mal ein grober Rahmen, ist ja schon mal gesetzt. Konsequenz kennen sie, müssen sie auch wissen, dass die kommt. Wir hatten eine Szene, wo sich ein Spieler nicht gut verhalten hat. Daraufhin habe ich ihn ausgewechselt. Aber auf Anfragen haben wir dann gesagt, er hatte ein leichtes Ziehen und wir haben ihn vorsichtshalber mal rausgenommen. Ne? Also nicht in der Öffentlichkeit blamieren, aber der Junge wusste, warum er raus musste. Das bekommt auch die Gruppe mit. Wir haben eine Fortbildung beim DFB, interkulturelle Kommunikation, weil bei den Jungs mit Migrationshintergrund schlagen zwei Herzen, das deutsche Herz und das heimische Herz, ne, das Mama-Herz. Oder das musst du auch mal bedenken, je nachdem, wie du einen ansprichst, weil wir ja, sagen wir, schon dazu neigen, speziell im Fußball auch relativ klar und direkt Sachen zu formulieren. Da machen wir dann auch schon mal das eine oder andere mit kaputt. Entscheidungen, finde ich, müssen gut kommuniziert werden. Und warum? Also wir haben gesagt, entweder gibt es Fakten, wo ein anderer besser ist als du, dann spielt der. Sind zwei gleich gut? Gibt es vielleicht noch Umstände, Gegner, Taktik, wo eine Entscheidung gegen dich gefällt wird? Und das Letzte, das musst du einem Coach zustehen, das sind Bauchentscheidungen. Die sind am schwersten zu verkraften und zu erklären, aber wir haben von Anfang an darüber gesprochen, dass es die geben wird. Geduld bei dir, wie geduldig bist du? Ich habe nicht den Eindruck, dass ich sehr viel Geduld brauche, weil ich sehr viel in deren Verantwortungsbereich lege. Also ich fungiere als Spiegel. Ich sage höchstens, wie ich Dinge wahrgenommen habe. Wir haben zum Beispiel nach jedem Einsatz ein Feedbackgespräch. Das heißt, ich sehe jeden Teilnehmer 4-mal im Feedbackgespräch. Wenn ich dann merke, dass bestimmte Themen sich wiederholen, die wir schon mal besprochen haben, dann werde ich auch mal ein bisschen deutlicher. Aber erst einmal sage ich jedem, wir haben einen Spruch im Talentmanagement, Talents shape their own future. Ich versuche das zurückzuspielen und zu sagen, du bist alt genug, trag die Verantwortung und du bist selber dafür dein eigener Meister und bist selber dafür verantwortlich, deine Karrierewege zu legen. Ja, 6 Jahre noch, 2024 die nächste Europameisterschaft, möglicherweise ja in Deutschland. Und für einen Fußballer ist klar, man will natürlich einen Titel holen. Ihr seid zuständig dafür, die Talente heranzuziehen, die dann möglicherweise auf dem Platz stehen. Wie weit ist eigentlich der Blick nach vorne entscheidend für die Lufthanseatin, wenn sie Talentförderung betreibt? Wir haben nicht so ein Datum, worauf wir hinarbeiten, wo wir die Talente hinentwickeln, zu einem bestimmten Tag eine bestimmte Leistung abzurufen, sondern wir müssen eigentlich mit der kompletten Mannschaft jeden Tag an dieser guten Leistung arbeiten. Wie sicher ist es, dass wir Europameister 2024 werden? Für denjenigen, der die Talente unter sich hat? Ist die Sache doch klar. Ich tippe nie, das hat einen guten Grund, weil da würde jeder draußen merken, dass wir genauso wenig Ahnung haben wie der andere, der auf der Tribüne sitzt, was das Ergebnis des Spiels anbelangt. Das ist halt auch das Unberechenbare am Fußball und das Schöne, dass du nicht weißt, sagen wir mal im Moment mit Ausnahme der Deutschen Meisterschaft, wie das Ganze ausgeht. Und deswegen weiß auch ich nicht, wie es 2024 ausgeht. Lass uns erst mal daran arbeiten, dass die EM bei uns hier in Deutschland stattfindet. Das machen wir. Herzlichen Dank für den Besuch. Danke für das Reden über Talente und Nachwuchs an zwei Coaches, die sich den ganzen Tag damit auseinandersetzen. Und das Schöne ist ja, wenn man mit Menschen zu tun hat, kann man eben nicht alles kalkulieren. Besten Dank für die Zeit. Danke.